Boom, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu diesem Video. Nachdem wir uns schon den Starlight Controller von Hercules angeguckt haben und den Impulse 200, wird es nun Zeit für den brandneuen Controller, das sogenannte Flaggschiff. Das ist der Hercules Impulse 500 und den gucken wir uns jetzt hier gemeinsam an, denn er hat viele innovative Möglichkeiten, um deinen Mix aufs nächste Level zu bringen. Wie unter anderem tolle Effekte und Filter für echte DJ-Sets. Du hast einen intelligenten Musikassistenten, der dir Musikvorschläge macht, um deinen nächsten Track besser auszuwählen. Du hast Beatmatch-Richtungspfeile für noch einfacheres Mixing und einen Hardware-Filter, der auch für externe Quellen nutzbar ist. Ja, und das gucken wir uns jetzt alles gemeinsam an. Also viel Spaß in diesem Video. Lass uns starten. Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Ja, liebe Freunde, der Hercules DJ Control Impulse 500. Das ist der neueste Controller von Hercules und so wie es auch aussieht, auch der innovativste. Denn er hat einige Neuerungen mit dabei, er ist vor allem um einiges größer und hat die ein oder andere geile Idee mit dabei und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ich habe ihn schon direkt hier vor mir liegen, noch original verpackt. Ich habe ihn noch gar nicht wirklich in den Händen gehabt, das machen wir jetzt einmal gleich zusammen. Wir wollen uns das Gerät aber vorher noch mal angucken, hier auf der Verpackung, weil auch da finden wir schon viele wertvolle Informationen mit drauf. Hier unten ist der deutsche Part übrigens mit dabei, auch da steht schon mit drauf: selbstbewusst überall mixen mit dem DJ Control Impulse 500. Dieser Zweikanal-DJ-Controller verfügt über einen integrierten Hardware-Mixer für Audio-Eingänge und einzigartige Funktionen für den perfekten Mix. Unter anderem Mic-In ist mit dabei, Mikrofon anschließen zu können, zweimal Master-Out, ein Aux-In ist mit dabei, ausziehbare Standfüße, das ist natürlich sehr, sehr cool, farbiger Ring zeigt Beats, hilfreiche visuelle Beat-Align-Guides zum Synchronisieren von Tracks, Kopfhörerausgänge sind mit dabei, das ist sehr, sehr geil und wir kriegen hier schon mal eine coole Übersicht und da sind wirklich so ein paar Sachen mit dabei, die ich dir gleich live auf dem Controller zeigen möchte. Ganz wichtig, wenn du diesen Controller haben möchtest, ich habe ihn dir unten in der Videobeschreibung schon mal mit rein verlinkt, da findest du auch natürlich noch weitere Informationen, ist bei diesem Controller, was ich nämlich sagen wollte, da sind zwei DJ-Softwares schon komplett mit dabei. Einerseits die Juiced oder Juiced, je nachdem wie man es ausspricht. Das ist die eigene Software von Hercules, die ziemlich cool ist und natürlich auch perfekt mit dem Controller harmoniert. Und es ist Serato DJ Lite mit dabei. Also wenn du zum Beispiel auch so ein bisschen scratchen möchtest und so weiter, dafür ist Serato ja perfekt ausgelegt. Ist auch hier schon eine Software mit dabei, die du direkt mit dem Controller nutzen kannst. So, nun lass uns aber mal starten. Wir packen das Gerät einmal aus und gucken ihn uns einmal gemeinsam an. Ich drehe das mal, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Obendrauf liegt natürlich immer noch komplett die Anleitung mit drauf, ganz genau. Ach, da steht sogar drauf, die Pad-Modes, die man nutzen kann, was funktioniert in D-Juiced, in Serato DJ Lite oder vielleicht sogar in Serato DJ Pro, wenn man diese Software natürlich auch benutzen möchte. Gut, legen wir aber erstmal beiseite. Hier sind die Kabel mit dabei. Das ist sehr, sehr cool. Ein richtig geiles, gutes Nylonkabel. Hey, das könnten sich auch mal andere Hersteller mal ein Beispiel dran nehmen. Das ist hier echt gut, echt geile Qualität. Das legen wir uns auch mal hier zur Seite. So, lass uns den Controller mal rausnehmen. So, eingetütet. Das machen wir auch einmal auf.
So, technischer Support, das brauchen wir nicht. Gut, und das ist der Controller, oh Freunde, um einiges größer, als wir zum Beispiel diesen kleinen Starlight Controller, den wir schon mal hatten, oder auch als der Impulse 200. Also der hat schon eine vernünftige Größe und er hat vor allem auch ein vernünftiges Gewicht. Das fällt mir mal direkt ins Auge. Zudem, wenn ich mir so die ganzen Regler und die ganzen Knöpfe jetzt schon mal angucke, die sind verdammt gut verarbeitet. Also das ist, man steckt gewöhnlicherweise die Firma Hercules immer in so eine günstig und Einstiegs-Ecke mit rein. Das sind sie definitiv nicht mehr. Guckt euch mal diese Qualität an. Also wenn ihr die selber anfasst, die sind leicht gummiert, kein billiges Plastik. Die haben einen richtigen Widerstand, wenn man die Regler hier mit dreht. Das ist sehr, sehr geil. So, zwei Sachen. Wir gucken einmal kurz hier mit rein. Hier sind nämlich Standfüße mit dabei. Standfüße, die man einfach ausklappen kann, die sogar hier unten gummiert sind. Und dann steht der Controller höher. Das sieht nicht nur richtig geil aus und hilft dir bei einer besseren Arbeitshöhe, das hat den ganz großen Vorteil, dass jetzt, wenn Getränke verschüttet werden, auf der Ablage nichts mehr in den Controller läuft, weil der Controller erhöht ist. Das heißt, da stehen höchstens mal die Standfüße in so ein bisschen Suppe drin, aber dein Controller geht nicht kaputt, du kannst da in Ruhe weiterarbeiten. Das ist natürlich sehr, sehr geil. So, lass uns aber mal gucken, wie der Controller aufgebaut ist. Einfach mal so eine allgemeine Info mit dazu. Der Controller selbst ist 54 cm breit, hat eine Tiefe von 27 cm, also sozusagen 2:1 in der Maße und ist 7 cm hoch. Wenn du die Standfüße ausklappst, natürlich nochmal einen Ticken höher. Also 54 cm ist schon eine gute Breite, wo man perfekt mitarbeiten kann. Aufgebaut ist der ganz klassisch wie jeder andere Controller auch. Du hast links Deck 1, was auch groß mit der 1 gekennzeichnet ist. Du hast rechts Deck 2 mit dabei, was natürlich mit der 2 hier gekennzeichnet ist. Beide Einheiten sind komplett gleich. Das ist ähnlich wie bei Pioneer zum Beispiel gemacht. Denon ist ja anders, ist ja gespiegelt. Komischerweise muss man sich immer erst dran gewöhnen. Lass uns mal die linke Ecke mit angucken. Du hast wieder mal die großen Jogwheels mit dabei. Oh, die auch sehr gut laufen. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Das ist sehr, sehr cool. Und sie haben, wenn wir sie später an eine Software anschließen, auch wieder eine Touch-Funktion mit dabei. Also drückst du drauf, berührst du ihn, stoppt der Track. Das ist sehr, sehr geil. Und man kann natürlich sehr, sehr cool mit scratchen. Das hat vor allem den Vorteil, das siehst du hier oben in diesen 3 Knöpfen mit dabei. Du hast einen Vinyl-Mode, einen Slip-Mode und du kannst deine Tracks quantisieren, nennt sich das, glaube ich, im Fachjargon. Das ist, wenn du die Software, die Juice zum Beispiel nutzt, dass deine Tracks natürlich auch richtig analysiert werden. Ein großes Jogwheel ist mit dabei. Das hat einen Durchmesser von 14 cm, also das ist nicht klein. Da kann man wirklich richtig, richtig gut mitarbeiten. Du hast hier unten eine Loop-Einheit mit dabei, ganz klassisch In- und Out-Loop und hast sogar noch einen Drehregler. Oh, der hat richtig guten Widerstand. Sehr geil, wo du deine Loops dementsprechend 1 Beat, 2 Beats, 4 Beats, 8 Beats, 16 Beats hochstellen kannst, wie du es dementsprechend brauchst. Eine Sync-Taste ist mit dabei, die du natürlich benutzen kannst. Du hast Q und Play mit dabei. Eine Shift-Taste für Zweitfunktionen für die einzelnen Tasten. Und ansonsten ganz klassisch, du hast 8 Performance-Pads mit dabei. Oh, die sind richtig gut, die haben sogar einen richtig guten Widerstand mit dabei. Und du hast 4 Vorauswahlmöglichkeiten für Hot Cues, für Loops, für den Slicer und für verschiedene Sampler. Zudem ist hier der Pitch-Regler mit dabei, den du ganz normal nutzen kannst. Und er hat hier eine Mittelstellung dabei, plus 2 Pfeile, die dir je nachdem mit welcher Software du auflegst, auch anzeigt, ob du ein bisschen runterpitchen musst oder vielleicht sogar ein bisschen hochpitchen musst. Zudem gibt es auch hier diese Beat-Align-Anzeige, die dich dabei auch unterstützt. Also das ist natürlich sehr, sehr geil. Dasselbe gilt natürlich auch nochmal hier auch für Deck Nummer 2. Ich will euch jetzt aber mal eine Sache zeigen, die finde ich sehr, sehr cool und das fällt mir jetzt gerade so auch erst auf, wenn ich so direkt drauf gucke. Hier gibt es eine Reihe und hier gibt es eine Reihe. Alles, was hier ist, ist als Eingang zu verzeichnen. Alles, was hier ist, das sind Ausgänge. Also das ist sehr, sehr geil gemacht, weil du hast hier natürlich einerseits einen Mikrofonregler, also du kannst ein Mikrofon anschließen. Du hast einen Höhenregler und einen Low-Regler mit dabei, was ich sag mal bei so ganz günstigen Einstiegscontrollern meistens gar nicht mit dabei ist. Hier ist es mit dabei und du kannst dein Mikrofon ein bisschen besser auspegeln.
Du hast einen AUX-Eingang mit dabei, der dir nicht nur hilft, die Lautstärke zu regeln. Da kannst du zum Beispiel dein Handy dran anschließen und kannst zum Beispiel über dein Smartphone auch Musik darüber abfeuern. Und dafür ist der AUX-Regler dafür die Lautstärke. Und jetzt kommt was richtig Geiles. Für diesen Kanal, wo dein Handy dran angeschlossen ist, kannst du auch einen Filter benutzen. Also ein Filter, ein Effektfilter auf diesen Kanal. Das heißt, du könntest dein Handy zum Beispiel als dritten Controller oder nicht als dritten Controller, als drittes Deck oder als dritte Audiospur auch noch mit reinfeuern. Du mixst Track 1, du mixst Track 2 und dein Handy ist sozusagen Track 3, also deine dritte Quelle, und auch dafür kannst du die Effekte benutzen. Das ist sehr, sehr cool. Die rechte Seite, diese rechte Linie ist ja das, was ich gerade schon gesagt habe. Da sind so ein bisschen die Eingänge drin verbunden. Einerseits hast du hier oben das Master-Signal, was du regeln kannst. Hast sogar eine direkte Master-Anzeige mit dabei, was dir nicht nur anzeigt, wenn du im Nullerbereich bist, also von Rot, Gelb, Grün. Grün ist 0. Oder besser gesagt, da geht es schon langsam ins Gelbe, ins Rote mit rein. Du hast sogar, wenn du mit plus 6 dB zu laut bist, und eine Clip-Anzeige. Also wenn du ganz oben angekommen bist, ist es too much. Das ist natürlich richtig cool. Kopfhörerschalter, der noch mit dabei ist, und hier unten kannst du deine Kopfhörer auch noch mal mit regeln. Q nur auf die Kopfhörer, Master natürlich das Master-Signal mit dazu mischen und ein Lautstärkeregler für deine Kopfhörer. So, bevor wir auf die Mischpulteinheit drauf gehen, ich will mal ganz kurz hier reingucken. Doch, das sieht man hier sehr, sehr cool. Ich zeige dir das gerade mal. Ich drehe ihn aber einmal kurz rum. Da sieht man es ein bisschen besser. So, du hast hier den Master Out mit dabei. Das heißt, hier kannst du einerseits 6,3 mm Klinkenausgänge mit anschließen, wie zum Beispiel direkt deine Lautsprecher. Oder wenn du den Controller zu Hause benutzt und du hast zum Beispiel nur Cinch-Ausgänge oder Cinch-Anschlüsse, dann hast du hier natürlich auch nochmal die Möglichkeit, Cinch zu benutzen. Also entweder einen direkten 6,3 mm Klinke oder auch einen direkten Cinch-Ausgang. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Hier ist der Mikrofoneingang, der auch nicht nur billig gemacht ist, sondern 6,3 mm Klinkenanschluss hat, und die Regler dazu haben wir ja gerade schon gesehen. So, und hier hast du AUX-In. Das ist das, wo du zum Beispiel dein Handy dran anschließen kannst oder auch andere Audioquellen. Weil du kannst nicht nur über Cinch fremde Audioquellen anschließen, du hast sogar hier so einen 3,5 mm Klinkeneingang mit dabei. Wie gesagt, Handy, iPod, ach was auch immer du da dran anschließen möchtest, dafür ist dieser Anschluss vorhanden. So, der USB-Anschluss, um natürlich das Gerät am Laptop anzuschließen, und Hercules Add-on, also da gibt es bestimmt noch weitere Möglichkeiten, habe ich mir noch gar nicht angeguckt, aber dafür gibt es hier nochmal einen separaten Anschluss. So, die andere Seite ist ganz klassisch für deine Kopfhörer reserviert, das heißt, du kannst einen Kopfhörer anschließen mit dem 6,3 mm Anschluss oder du kannst auch den dünnen Anschluss verwenden, also die 3,5 mm. Das ist natürlich sehr, sehr stark. So, ich möchte übrigens den Controller mal ganz kurz anschließen. Dafür machen wir mal kurz den Laptop an. Ich habe jetzt aber kein Dejuiced oder Serato Lite hier auf meinem Laptop mit drauf. Theoretisch hätte ich da jetzt nur Virtual DJ drauf. Ich weiß nicht, ob die beiden schon miteinander funktionieren, weil der Controller, glaube ich, gerade als ich das Video aufnehme, noch gar nicht auf dem Markt mit drauf ist oder auf dem Markt noch nicht verfügbar ist. Aber wir können ihn zumindest mal anschließen, dass wir mal gucken können, wie ist die Beleuchtung, wie fasst sich alles an. So. Ey, das Kabel ist echt gut. Das fasst sich echt verdammt gut an. So, wir schließen ihn mal an. Das Schöne übrigens, oh, jetzt legt er schon direkt los. Oh, schöne Lichtshow, Freunde. Sehr, sehr cool. Das sah stark aus. Das Schöne, das was ich sagen wollte, der Controller braucht keinen eigenen Stromanschluss. Also du brauchst keinen Netzstecker, um ihn irgendwo noch separat eine Steckdose anzuschließen. Der Controller ist komplett über USB steuerbar und nimmt auch den Strom vom USB mit rein. Das heißt, hast du einen Laptop, der Akku betrieben ist, kannst du, egal wo du bist, mit dem Akku des Laptops Musik machen und der Controller läuft auch komplett darüber und du kannst damit auflegen, wo auch immer du möchtest. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ich gucke mal, ob er hier was macht, aber ich glaube, Virtual DJ ist damit noch nicht kompatibel. Nein, ist es noch nicht. Macht aber gar nichts.
wir gucken uns die Mischpulteinheit mal an, weil das ist natürlich richtig cool gemacht. Du hast wie gewohnt für das linke Deck hier deine Regler, der Gain-Regler, um das Eingangssignal, also die Lautstärke des Eingangssignals ein bisschen besser zu regeln, hast hier auch direkt die Anzeige dafür. Also auch die geht bis hoch in einen Clip-Modus. Wenn du da angekommen bist, ist es too much. Dafür kannst du ja den Gain-Regler benutzen. Du hast einen High-, Mid- und Low-Pass-Filter. Also das ist das, was viele günstige Controller ja nicht dabei haben, dass du deinen Equalizer nicht so detailliert steuern kannst. Aber hier hast du einen High-, Mid- und Low-Pass-Filter mit dabei. Oben ganz groß, um durch deine Library durchzuscrollen, eine ganz große Taste, die du sogar drücken kannst. 2 Load-Buttons sind mit dabei, wo du dementsprechend den Track, den du über die Library ausgewählt hast, jetzt ins linke Deck reinfeuern kannst. Mit dem kannst du es ins rechte Deck mit reinfeuern. Hier ist übrigens noch ein Assistent-Button mit dabei. Der ist ganz, ganz cool, wenn man die Juiced benutzt. Der unterstützt nämlich die Software. So, im unteren Bereich haben wir jetzt die Filter mit dabei. Und da sieht man schon, du hast 4 verschiedene Filter oder FXe, die hier per Button direkt auswählbar sind. Man merkt auch immer gut, wo der Widerstand ist. Also es ist nicht, dass du was ins Unermessliche drückst, sondern du kriegst immer allein durch das Geräusch schon ein Feedback, wenn die Taste gedrückt ist. Zudem sehe ich, dass hier kleine Linien mit dabei sind. Es kann sein, dass die auch noch leuchten, wenn der Effekt später aktiviert ist. Hier hast du den Filter mit dabei, der sich echt gut regeln lässt und auch in der Nullstellung so ein Raster mit dabei hat. Also Freunde, das fasst sich verdammt geil an. Das fasst sich richtig, richtig gut an. Links natürlich ganz normal dein Kanalfader und den Kopfhörer, den du aktivieren kannst. Dasselbe auf der rechten Seite natürlich genauso. Ein Beatmatch Guide ist mit dabei, den du individuell an- oder ausschalten kannst. Und der zeigt dir dann später auf den Jogwheels an, wenn du 2 Songs mixt, runter oder rauf pitchen musst. Das ist für alle diejenigen wichtig, die das Beatmatchen selbst lernen wollen. Also die nicht nur den Sync-Button benutzen möchten, sondern auch das Beatmatchen per Gehör nutzen möchten. Und die kriegen hier durch diesen Beatmatch-Guide so eine kleine Unterstützung. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Dadurch kannst du viel einfacher mixen und das Beatmatchen vor allem noch besser und noch einfacher lernen. Der Crossfader ist mit dabei, der fühlt sich auch gut an, gut wie ein Crossfader halt sein muss, aber du hast hier direkt am Controller die Möglichkeit, die sogenannte Crossfader Curve einzustellen. Also das ist die Kurve, wie er sich verhalten soll, wenn du von einem Kanal in den anderen mit rüber gehst. Ob er direkt überblenden soll, ob er einen smoothen Übergang machen soll, ob es vielleicht dauern soll, bis es macht, das kannst du hier. Kannst du einfach reingreifen, kannst du einfach verschieben und dann kannst du das Ganze hier natürlich benutzen. Ja, du kannst sogar mit Musikstreaming-Diensten zusammenarbeiten und die direkt mit diesem Controller und der Software benutzen. Also Streaming-Dienste, die selbst Millionen von Titeln und von Songs enthalten. Und da gehören zum Beispiel Tidal mit dazu, Soundcloud Go Plus, das kannst du zum Beispiel in Serato DJ Lite benutzen, Beatport Link, Beatsource Link und Qbus in D-Juiced. Das ist wieder so ein eigenes System mit dabei. Was ich ja eben schon gesagt habe, ist in der Software wie die Juiced auch so ein sogenannter Beatmatch Guide mit dabei. Also das ist so ein Tempo Guide, der dir mit dieser Lichtführung den Temporegler anzeigt. Genau, das hast du unterhalb jedes Jogwheels. Das zeigt dir an, dass du besser mixen musst oder ob du hoch oder runter pitchen musst. Und ein ganz großer Vorteil, den der Controller mit der Software mit dabei hat, gerade mit die Juiced, ist ein sogenanntes IMA. Das steht für Intelligent Music Assistant. Und dieser Music Assistant in die Juiced, der bietet dir Musikvorschläge für den nächsten Track aus der eigenen Bibliothek und auch zum Beispiel in Beatport Link mit an. Also du kannst auch natürlich mit diesem Assistenten das Autoplay in Serato DJ Lite starten. Zudem ist auch Energy mit dabei, was dich halt so ein bisschen unterstützt bei der passenden Auswahl passender Tracks für die jeweilige Stimmung auf der Party. Also die Energie eines Songs ist ungemein wichtig und das ist hier auch schon mit integriert. Eine Sache möchte ich noch dazu sagen, und zwar zu den Materialien, die verbaut worden sind. Das hier ist kein Plastikbomber. Und zwar, wenn du hier drauf hast, merkst du, die Mischpulteinheit, die ist kühler, das ist Metall. Hier ist richtiges Metall verbaut. Gut, an der Seite ist natürlich wieder Kunststoff,
aber auch wirklich hochwertig gemacht. Also du hast keine scharfen Kanten, es fühlt sich alles hochwertig und professionell an und die Mischpulteinheit ist sogar mit Metall. Zudem finde ich es cool, diese Fläche hier, die ist hochglänzend gemacht, da spiegelt sich sogar alles wieder. Also das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr cool. Optisch absolutes Highlight. Also wenn ich mir so, ich kenne ja noch den Impulse 200, das ist ja der kleine günstige Einstiegscontroller. Gut, kleiner ist nur noch der Starlight, den wir uns angeguckt haben. Aber das hier ist ein vollwertiger, hochwertiger Controller, den man als Einsteiger oder auch als fortgeschrittener DJ nutzen kann, um einfach besser zu arbeiten. Und Softwares sind auch gleich schon mit dabei. Das feiere ich total, liebe Freunde. Ja, Freunde, das war es auch schon wieder mit diesem Video und dem Hercules DJ Control Impulse 500. Der neueste Controller aus dem Hause Hercules mit einigen geilen Innovationen mit dabei. Wenn der was für euch ist, den Link zum Controller findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung mit drin. Da findet ihr auch noch mal einige Details mehr direkt auf der Webseite und im Shop mit dabei über diesen Controller. Und ansonsten, falls ihr Bock auf regelmäßige DJ-Tipps habt, nicht nur rund um Technik, sondern auch um das DJing im Allgemeinen, dann abonniert doch ganz einfach hier diesen Kanal, denn jede Woche geht ein brandneues Video für euch online. Und wir sehen uns im nächsten schon wieder. Macht's gut, ciao, ciao, der Mike.